Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu diesem Video. Als ich angefangen habe, mich für die Sailor Moon Musicals zu interessieren, dachte ich mir, das sind ja so viele, da werde ich mir nie die Reihenfolge merken können, geschweige denn alle sehen können. Tja, ich hatte mit beidem Unrecht. Aber damit ihr einen Überblick bekommt, werde ich euch jetzt mal die Geschichte der Sailor Moon Musicals näher bringen, also alle Sailor Muse aufzählen und kurz was dazu sagen. In der Videobeschreibung sind übrigens ein paar Links, wo ihr die Musicals dann schauen könntet, falls ihr wollt. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir starten bereits 1993 mit dem allerersten Sailor Mew, Gaiden Dark Kingdom für Katsuhen. Das heißt sowas wie Alternative Geschichte, Dark Kingdom Wiederbelebung. Die erste Sailor Moon Schauspielerin ist Ansa Oyama, meine Lieblings-Sailor Moon. Im Folgejahr gab es dazu auch noch ein Kaiteban, das aber nie aufgenommen wurde. Kaiteban bedeutet, dass das gleiche Musical nochmal aufgeführt wird, aber mit ein paar Änderungen. Zum Beispiel andere Songs, ein bisschen andere Story, andere Schauspieler, was auch immer. Dieses Musical erzählt die Geschichte der ersten Staffel und das ist sehr nahe am Anime. Ein paar Dinge sind natürlich trotzdem anders, aber das lässt sich bei einer Bühnenvorstellung ja auch nie vermeiden. Ich würde euch übrigens nicht empfehlen, das hier als allererstes Musical zu schauen, da die Kostüme echt hässlich sind und auch ein paar andere Sachen vielleicht noch nicht so ganz ausgereift sind. Also schaut als Einstieg lieber eins der ganz neuen Musicals so ab 2013. Aber ich mochte dieses Musical trotzdem, aber das gilt eigentlich für alle. Also ich mag alle Musicals. 1994 gab es dann auch das Sailor Moon Super Spring Festival, das aber nie aufgezeichnet wurde. Und auch das behandelt die erste Staffel und war wohl sehr ähnlich zu dem vorherigen Musical. Noch im selben Jahr lief dann auch Usagi Aino Senshi Inomichi, das heißt Usagi, der Weg, eine Kriegerin der Liebe zu werden. Es behandelt die dritte Staffel, aber mehr so die erste Hälfte. Das lag daran, dass zu dem Zeitpunkt die dritte Staffel noch nicht zu Ende war. Als Bösewichte haben wir nur Tomoe und Kaoli Knight und Pluto und Saturn sehen wir auch nicht. Ich fand die Story zwar hier jetzt nicht so krass im Vergleich zu den anderen, aber es hatte trotzdem coole Momente. Am coolsten fand ich so die Special Effects, also man hat hier sehr viel mit Funken gemacht oder dass die Senshi durch die Luft fliegen. 1995 folgte das Musical Henshin Super Senshi Inomichi und ein Kaiteban dazu. Das bedeutet Verwandlung, der Weg, eine Super Senshi zu werden. Beides wurde aber auch nie aufgezeichnet. Auch dieses folgte der dritten Staffel, aber Sailor Pluto tauchte dieses Mal auf. Logischerweise kann ich zu denen, die nicht veröffentlicht wurden, auch nicht viel sagen. Im selben Jahr wurde dann Yume Senshi Ai Eini aufgeführt. Übersetzung: Kriegerin der Träume, Liebe bis in die Ewigkeit. Dazu gab es 1996 auch ein Kaiteban, das den Zusatz Satin für Katsuhen trug, also Saturns Wiederbelebungsgeschichte. Sie erzählen die vierte Staffel, aber doch sehr anders, denn auch hier lief das Musical noch bevor die Staffel zu Ende war. An Bösewichten haben wir nur das Amazonentrio, also kein Quartett. Außerdem gehört Hotaru zum Dead Moon Circus und wird von denen benutzt. Ich finde das Sailor Mew sehr cool, da ich die Geschichte mag. Übrigens kommt im Kaiteban und auch nur dort Sailor Saturn das erste Mal vor. Im gleichen Jahr gab es die Sailor Moon Super S Special Musical Show, die mal wieder nicht aufgenommen wurde, aber auch die vierte Staffel erzählte. Immer noch 96 sind wir dann beim Musical Sailor Moon Sailor Stars, das natürlich die fünfte Staffel erzählt. Dazu gab es im Folgejahr auch ein Kaiteban. Allerdings ist auch hier die Story sehr anders, da, ihr könnt es euch schon denken, die fünfte Staffel noch nicht zu Ende war. Zum Beispiel kamen Prinzessin Kakyu und Chibi Chibi nicht vor und Galaxia hatte ein paar Untergebene, die es ansonsten in keiner anderen Version gab. War interessant, aber der normale fünfte Arc ist mir dann doch etwas lieber. Und 97 gab es dann noch ein Musical, das den Stars Arc erzählt. Eien Densetsu. Das bedeutet ewige Legende und oh ja, der Name passt. Das hier ist nämlich mein Lieblingsmusical. 98 wurde ein Kaiteban aufgeführt mit dem Zusatztitel The Final First Stage. Es ist sehr nah am Manga, allerdings erweckt Galaxia hier einfach mal Queen Beryl. Ich finde die Idee echt super. Und generell hat das Musical eine tolle Story. Hier wurde auch zusätzlich die Aufführung am allerletzten Tag nochmal veröffentlicht. Das nennt man Senjuraku. Und falls jemand das Musical schauen will, dann schaut bitte das Senjuraku, wenn es geht. Denn das war die allerletzte Aufführung für viele Schauspieler, also es war mega emotional und man hat nochmal richtig reingehauen.
Ja, das war das Ende der sogenannten First Stage. Aber es geht im selben Jahr weiter mit Shin Densetsu Korden, der Beginn einer neuen Legende. Wir haben nun eine neue Sailor Moon, nämlich Fuminahara. Auch dieses Musical basiert auf der 5. Staffel, allerdings ist es etwas speziell, denn Galaxia beschwört nochmal Queen Beryl und das Amazonentrio. Also Bösewichte aus 3 Staffeln, das gab's so noch nie. Aber es passt echt gut und es ist auf jeden Fall interessant. Und 1999 kommt dann die erste Geschichte, die auf gar keiner Staffel basiert. Kaguya-shima Densetsu und das Kaiteban. Der Name bedeutet die Legende der Kaguya-Insel. Die Senshi machen Urlaub auf einer Insel, wo sie Juwelen finden wollen, aber 2 verschiedene Bösewichtergruppen mit unterschiedlichen Zielen greifen an. Ich habe zwar ein wenig gebraucht, um mit der Story warm zu werden, aber jetzt finde ich es echt cool. Und einer der neuen Charaktere ist übrigens mein Lieblingsbösewicht oder halt einer meiner Lieblingsbösewichte. Und im Jahr 2000 haben wir wieder eine neue Sailor Moon, Miyoki Kanbe. Und wir haben wieder eine neue Story, nämlich die Dracul-Musicals. Oh ja, es gibt Sailor Muse mit Vampiren. Diese 3 oder 4 solltet ihr übrigens hintereinander schauen, denn sie sind die einzigen Musicals, die zusammenhängen. Das erste ist Shin Henshin Super Senshi no Michi Last Dracul Jokyoku. Und das bedeutet neue Verwandlung, der Weg eine Super Senshi zu werden, Last Dracul Ouvertüre. Und glaubt mir, die Titel werden nicht kürzer. Das nächste heißt Kessen Transylvania no Mori Shin Tojo Chibimu no Mamoru Senshitachi. Und das heißt entscheidende Schlacht, Transylvanienwald, neues Erscheinen, die Senshi die Chibimun beschützen. Und das hat auch 2001 noch ein Kaiteban, bei dem der letzte Teil im Titel anders ist, nämlich Saikyo no Kataki Darkain no Nazo, das Geheimnis des stärksten Feindes Darkain. Und gleich haben wir es geschafft. Im selben Jahr kommt der letzte Teil, Last Dracul Saishusho Jowakusei Death Walk. Mein Gott, ne? Das ist so ein Zungenbrecher. Last Dracul Saishusho Jowakusei Death Walker no Fuin. Last Dracul, letztes Kapitel, das Siegel des Superplaneten Death Vulcan. Die Musicals haben eine recht komplexe Story und sehr coole Charaktere. Und sogar eine ganz neue und gute Sailor-Kriegerin taucht in einem davon auf. Übrigens ist hier im ersten Teil Dr. Tomoe dabei und im zweiten erstmals das Amazonenquartett. Aber es geht trotzdem mehr um die Vampire. Aber genug davon, kommen wir zum nächsten Musical und zu einer neuen Sailor Moon, nämlich Marina Kudoki. Ihr erster Sailor Mew heißt Tanjo Ankoku no Princess Black Lady, Geburt Prinzessin der Dunkelheit Black Lady. 2002 gab es dann auch ein Kaiteiban mit dem Zusatz Wakusei Nemesis no Nazo, das Geheimnis des Planeten Nemesis. Wie man sich denken kann, erzählt es den zweiten Handlungsbogen und dabei hält es sich an den Manga. Ich finde dieses Sailor Mew richtig toll, denn Prince Diamond ist am Ende richtig sympathisch und außerdem sind auch alle Outer Senshi mit dabei, obwohl es die 2. Staffel ist. Im selben Jahr folgte das 10th Anniversary Festival einer Sanctuary. Letzteres heißt Heiligtum der Liebe. Dort gab es ein kürzeres Musical mit einer neuen Story und auch neuen Feinden, aber ich fand das jetzt nicht so krass, also muss man jetzt nicht unbedingt schauen. Nächstes Sailor Mew, Mugen Gakuen Mistress Labyrinth und 2013 das Kaiteiban. Mugen Gakuen ist der japanische Name der Infinity Akademie. Es erzählt den 3. Handlungsbogen, wieder recht nah am Manga, aber mit ein paar neuen Charakteren. Ein sehr cooles Musical, auch wenn ich die neuen Charaktere persönlich nicht so toll finde. Und immer noch 2003, Starlights Ryusei Densetsu oder übersetzt Starlights Legende der Sternschnuppen. Erzählt natürlich auch wieder den 5. Handlungsbogen und ist mega cool. Das war nämlich das Musical, bei dem ich nach dem Schauen voll im Sailor Mew Fieber war. Super Soundtrack und auch hier gibt es wieder die Story, dass Galaxia Queen Beryl und die Shitenno heraufbeschwört. 2004 folgt dann Kakyu Ohikorin The Second Stage Final. Ersteres bedeutet die Ankunft von Prinzessin Kakyu. Es ist sehr ähnlich zu den vorherigen und manche sagen auch, es ist sowas wie das Kaiteiban. Allerdings ist hier Kakyu dabei und in Starlights Ryusei war sie das nicht. Und auch hier kann ich nur sagen, geil! Und dann beginnt die sehr kurze 3. Stage, die nur 2 Musicals umfasst, nämlich Shin Kaguya-shima Densetsu und 2005 das Kaiteiban mit dem Zusatz Marina Moon Final. Kommt euch der Titel bekannt vor? Das war ja diese Story mit der Insel und den neuen Feinden. Das hier ist quasi ein Remake davon mit Änderungen. Deshalb auch das Shin im Titel, was neu bedeutet. Auch das hier ist sehr cool, aber wie gesagt, ich mag ja alle Sailor Mews.
Nun haben wir eine lange Pause, soweit ich weiß, wegen der Lizenzsperre. Aber 2013, als Sailor Moon so langsam ihr Comeback feiert, erobert sie auf die Bühne zurück mit dem Musical La Reconquista. Ein sehr passender Titel, da er Rückeroberung bedeutet. Unsere neue Sailor Moon heißt Satomi Okubo. Diese Sailor Muse werden nun nicht mehr von Bandai produziert, sondern von Nelke und haben einen anderen Stil. Zum Beispiel sind alle Schauspielerinnen Frauen. Zwar gab es auch schon früher einige Frauen, die Männerrollen gespielt haben, aber jetzt sind es eben alle. La Reconquista zeigt den Dark Kingdom Arc und ich sag's euch gleich, die neuen Musicals halten sich sehr stark an den Manga. Deshalb würde ich die auch als Einstieg empfehlen. Und die Kostüme etc. sehen halt auch besser aus. Aber die alten haben auch ihren ganz eigenen Charme und dafür mal ein bisschen was anderes in der Story. Also, ich finde beides sehr cool. Übrigens war La Reconquista auch mein allererstes Sailor Mew. 2014 folgt Petite Étrangère, was so viel heißt wie kleine Fremde. Ja, jetzt sind sie auf französische Titel umgestiegen. Es folgt dem Black Moon Arc. Übrigens werde ich bei den neuen fast nur Bilder zeigen, weil die da mit dem Copyright wohl etwas strenger sind. Ja, dann haben wir 2015 Un Nouveau Voyage, eine neue Reise mit dem Infinity Arc. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Und dann haben wir wieder eine neue Sailor Moon, nämlich Hotaru no Moto. Es geht 2016 weiter mit Amour Eternal, ewiger Liebe. Logischerweise erzählt es den Dream Arc, also den 4. Handlungsbogen. Hier fand ich es sehr cool, dass sie die Attacken immer so hinprojiziert haben. Übrigens gibt es hier kein Amazonen-Quartett. Finde ich zwar etwas schade, aber ich muss sagen, während des Schauens habe ich es eigentlich nicht vermisst. Ich muss sogar gestehen, mir ist es erst hinterher aufgefallen. Ja, peinlich. Und 2017 dann der letzte Handlungsbogen, der Stars Arc mit dem Musical Le Mouvement Final, die finale Bewegung. Auch einfach nur geil. So, 2018 fängt es dann wieder mit dem Dark Kingdom an, allerdings ist das ein besonderes Sailor Mew. Nogisaka 46 Version Musical Pretty Guardian Sailor Moon. Nogisaka 46, wenn man das so ausspricht, ist eine Band oder eine Idol Group, deren Bandmitglieder spielen hier die Inner Senshi. Dabei gibt es 2 Casts, nämlich Team Moon und Team Star. Ich war anfangs skeptisch, dass man den Bandmitgliedern gleich die Hauptrollen gibt, nur weil sie berühmt sind. Aber sie spielen echt gut. Vor allem die beiden Moons, Mizuki Yamashita und Sayori Inoue, sind großartig. Das Musical zeigt erstmals, wie die Senshi erwachen und legt generell mehr Fokus auf die erste Hälfte des Arcs. Außerdem ist der Stil etwas anders. Die Musik ist etwas mehr mit Techno, aber klingt cool. Und wie die Attacken und Verwandlungen aussehen, ist wirklich der Oberhammer. Ich hoffe, ich kann euch das ganz kurz mal zeigen. (2019) wurde das Nogisaka Musical dann nochmal aufgeführt, quasi eine Art Kältebahn, wenn man so will. Es hatte wieder einen anderen Cast und Shiori Kubo war die Sailor Moon. Und jetzt müssen wir nochmal kurz ein Jahr zurückspringen, denn 2018 startete noch etwas anderes, Sailor Moon The Super Life. Ich bin nicht ganz sicher, ob man das zu den Sailor Muse zählt, aber es ist ja schon irgendwie ein Musical. Das Ganze ist eine etwas kürzere Show, die auch den Dark Kingdom Arc erzählt, allerdings wird nur sehr wenig gesprochen und die meisten Musikstücke sind instrumental. Das liegt daran, dass man es auch in anderen Ländern aufführen wollte, nämlich wurde es aufgeführt in Tokio, Paris und den USA. Und ja, durch weniger Sprache ist natürlich hier auch weniger Sprachbarriere. Es gibt ja auch 3 Cast-Teams und die Sailor Moons waren Kanae Yumemiya, Natsuki Koga und Tomomi Kasai. Ich habe es leider nicht gesehen, da man online nur Ausschnitte findet bisher. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich ganz aufgezeichnet wurde. Ich hoffe schon, ich will es nämlich schon nochmal gern sehen. Ja, das waren dann alle bisherigen Musicals. Für 2020 wurde auch schon ein neues angekündigt, das erstmals die Schneeprinzessin Kaguya-Story erzählen soll, die man ja aus dem Manga und als Film kennt. Ich bin sehr gespannt und freue mich schon drauf. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Durchhalten. Ich weiß, es war jetzt sehr viel Info auf einmal. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alle Interessierten damit vergrault. Also ja, wie gesagt, Links in der Videobeschreibung. Ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.